worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wie toppt man in einem Fellner Live Sebastian Kurz und den Elefanten, der Randy Wagner gecrasht hat? Gibt es nur einen, den man da einladen kann, ist Richard Lugner, oder? Danke Richard sehr, Lugner, danke. Wenn Sie mich so hoch schätzen, freut mich das. Richard Lugner toppt bekanntlich jeden in jeder Sendung. Er crasht auch jeden in jeder Sendung. Das verbindet ihn mit Sebastian Kurz und mit dem Elefanten. Freut mich, dass Sie bei mir wieder mal zu Gast sind. Kriegst schon fast Entzugserscheinungen, so lange habe ich Sie laden mich nicht ein. Ja. Aber heute muss ich Sie einladen, denn heute sind Sie wirklich ordentlich an die Öffentlichkeit geprescht. Ein Wutlugner war da heute plötzlich zu bemerken in einer Pressekonferenz am Vormittag in der Lugner City, wo Sie in aller Vehemenz mit dem Anwalt Einiter an Ihrer Seite verlangt haben, dass das Rauchverbot wieder verschwindet und dass man in den Gastronomiebetrieben, unter anderem in denen der Lugner City, wieder rauchen darf. Was ist da los mit Ihnen? Sie sind Nichtraucher, Herr Lugner. Ich bin ein Nichtraucher. Und kämpfen jetzt für die Raucher dieses Landes. Ich kämpfe schon seit Jahren für die Raucher. Schauen Sie, ich habe ein Einkaufszentrum, wo 8 Millionen Besucher kommen. Das sind manche, die kommen 100 Mal im Jahr. Aber diese Besucher sehe ich, und wir haben Raucherräume und die Raucherräume sind plattelvoll und in den Nichtraucherbereichen sitzen wenig Leute. Das heißt, der Bedarf, Raucherräume zu haben, ist gegeben. Sie haben wie viele Gastrobetriebe in der Lugner Ungefähr City? 32, aber es 32 kann auch mehr sein. Verstehe. Und diese 32 Gastrobetriebe dürfen ab 1. November alle nicht mehr rauchen, also dort darf nicht mehr geraucht werden, obwohl die alle schön ihre Trennwände eingezogen haben? Es haben nur die Hälfte ungefähr haben Raucherräume. In den Speiselokalen sind wenig Raucherräume, während Espresso, Abendbars und die haben mehr Raucherräume. Und Sie also kämpfen jetzt für die Gastronomen, weil nicht die Leute tun oder warum? Na, weil ich der Meinung bin, dass für die Bürger, wir leben in einer Demokratie und man kann etwas verbieten, wo es eine große Zahl von Bürgern gibt, die eigentlich gern rauchen, die sozusagen nach Arbeitsschluss die Seele baumeln lassen, in die Lugner City oder woanders kommen, dort ein Glas Wein trinken, rauchen und dann gibt es noch etliche Männer, die sitzen immer bei der Glaswand vom Raucherkammerl, damit sie die hübschen Damen sind, die da vorbeigehen. Die gibt es bei uns auch. Verstehe, das sind die Lugners sozusagen. Herr Lugner, jetzt kenne ich Sie seit langer Zeit und weiß, Sie sind ein notorischer Nichtraucher. Wenn einer neben Ihnen eine Zigaretten pafft, dann drehen Sie sich nach ein paar Minuten angeekelt weg. Sie sind Nichtraucher, richtig? Ich bin ein Nichtraucher, aber solange es die Raucherkammerl nicht gegeben hat, wenn neben mir ein Raucher gesessen ist, wir haben so eine intensive Lüftung, die alle 5 Minuten den kompletten Luftwechsel in der Gastronomie wechselt. Da stört mir ein Raucher daneben nicht, weil der Rauch über meine Lüftung abgezogen wird. Verstehe. Und jetzt kämpft also der Richard Lugner für die österreichischen Raucher. Aus Gerechtigkeit, weil Sie meinen, wer rauchen will, muss rauchen dürfen. Schauen Sie, es ist ja so, wenn man Zigaretten verkauft und dabei 2,5 Milliarden Schilling Euro als Raucher, als Staat casht und dann sagt man, man darf nicht rauchen, ist das widersinnig. Aber ein Rauchverbot, wo die Meinung von einem Teil der Bevölkerung einfach erfüllt wird und ein großer Teil der Bevölkerung, der raucht, über die wird drüber gefahren. Eine Demokratie lebt von Kompromissen. Und das sollte man beim Rauchverbot machen, das sollte man bei den Öffnungszeiten machen, weil nur immer verbieten und sagen, die anderen geht's auf Salz und beschwert sich, das ist nicht meine Meinung. Minderheitenschutz würde das heißen. Naja, ich weiß gar nicht, ob die Raucher so eine große Minderheit sind. Das sind relativ viel. Ja. Wie ist denn das? Jetzt würde das also ab 1. November gelten. Richtig. Das heißt, ab 1. November kann man nicht mehr rauchen. Und da gibt die Ärzte, die sagen, das heißt 14.000 Tote weniger in Österreich in einem Jahr. Glauben Sie das? Nein, das ist ein Holler, würde ich sagen. Weil, ich meine, wie wollen wir das feststellen, wer durchs Rauchen gestorben ist?
jeder muss einmal sterben. Und ich kenne viele Leute, die 80 und mehr geworden sind und Raucher waren. Oder es gibt Raucher, ich habe sie ja in der Lugner City, die sind relativ alt und die rauchen brav und viel und sagen mir, es geht ja nicht nur ums Rauchen, das vielleicht nicht absolut gesund ist, da gebe ich denen schon recht, sondern es geht ja auch ums Wohlbefinden. Und der Körper ist ja eine chemische Fabrik und Wohlbefinden, dann fühlt sich der Mensch wesentlich besser und das wirkt sich auf die Gesundheit aus. Als wenn man ihm sagt, das darfst nicht, das darfst nicht. Ich meine, wo sind wir denn? Wir sind in einer Demokratie und ich komme mir vor wie im Kommunismus, wo man einfach der Staat alles regiert hat. Dr. Med Richard Lugner erklärt uns sozusagen, dass der Körper eine chemische Fabrik ist. Richtig. Und das Wohlbefinden mindestens so wichtig ist wie das inhalierte Nikotin. Naja, schauen Sie, der Mensch muss sich wohlfühlen. In der Lugner City gibt es so viele Leute, die kommen hin, die wollen in Gesellschaft Zigaretten rauchen, ein Glas Wein trinken oder ein Bier trinken und wollen die Seele baumeln lassen. Und das ist für die was Wichtiges. Und die sollen jetzt entweder auf die Straßen gehen oder zu Hause. Und die Seele baumelt mit einem Zigarettel Ihrer Meinung nach besser als ohne? Die Seele, es baumelt mit der Zigarette oder ohne Zigaretten. Es gibt Leute, die wollen einfach die Seele baumeln lassen. Und die Raucher sitzen in die Raucherräume, haben ein Umfeld. Die Seele baumeln. Ja? Die haben ein Umfeld und fühlen sich wohl. Und jetzt, Herr Lugner, haben wir Sie heute als Wutzbürger erlebt. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass Sie beim Thema Rauchverbot in der Pressekonferenz als Wutzbürger. Sie sind zornig auf die Politik, die das einführt und sagt, wo kommen wir dahin? Da wird unsere Demokratie abgeschafft, haben Sie ja gesagt. Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Und wenn man ein Teil der Bevölkerung was durchsetzt und andere Teile denen wird das verboten, so halte ich das nicht für richtig. Es muss doch eine persönliche Freiheit geben, dass ich, wenn ich rauchen will, darf ich rauchen, wenn nicht. Rauchen darf ich, aber jetzt ist die Frage, diese 14.000 Toten, die ein Horror sind. Ja. Und wenn jetzt die Leute statt in der Gastronomie, wo die Luft alle 5 Minuten im ganzen Raum gewechselt wird, wenn der jetzt daheim raucht, wo seine Frau und seine Kinder sind und wo es keine Lüftung gibt, da wird stinken nach Rauch und Ruß und dann ist die Frage, die Familie sind Passivraucher und für Ärmere ist es auch nicht gesund, weil es keine Einrichtungen gibt. Nicht besser, er raucht bei Ihnen. Wird es eigentlich Einbußen in der Gastronomie geben ab 1. November, glauben Sie das? Wie das Rauchergesetz seinerzeit eingeführt wurde und wie es noch keine Raucherräume gegeben hat, haben die Ärgsten 50% vom Umsatz verloren und jeder 20%. Also die Wirte werden ordentlich aufs Dach kriegen. Die, was einen Raucherraum haben und wo die Raucher anziehen. Wir haben eine Menge Gastronomie, die sind als Nichtraucherbetriebe geführt. Aber die einen Raucher haben, die werden Umsatzeinbußen haben. Werden sie haben. Es wird überhaupt, weil wenn der, ich habe 2 Trafiken in der Lugner City, der darf sich 2 Zigaretten kaufen und dann muss er auf die Straßen gehen, die Zigaretten rauchen oder daheim bei Frau und Kinder, wenn auf der Straße zu kalt ist oder zu unwirtlich oder es regnet. Und dann, dort hat er keine Einrichtungen, die den Rauch absaugen. Und das ist doch viel schlimmer, als wenn er in einen Raum geht, wo die Luft in Ordnung ist, weil sie abgesaugt wird. Wenn wir den Richard Lugner schon da haben, dann lassen wir uns kurz von dem ein bisschen die Politik erklären. Sie waren ja ein bisschen immer ein Fan von Türkisblau. Weil Sie gesagt haben, Sie waren ein paar Mal bei mir in der Sendung haben gesagt, da geht jetzt endlich was weiter. Ja, der Stillstand ist überwunden. Schauen Sie, man muss das historisch sehen. Ich war zum Kriegsende 12 Jahre und dann gab es eine rote und eine schwarze Regierung und die haben gemeinsam mit der Wand gekämpft, dass man den Staatsvertrag kriegt, dass was weitergeht in Österreich und die haben sie vertragen. Aber die Rot-Schwarzen, die vor kurzem waren, die haben nur miteinander gestritten, haben nur ständig den Wahlkampf im Kopf gehabt und es ist nichts weitergegangen. Und jetzt bei der
türkis-blauen Regierung zum Beispiel, man hat beschlossen, dass die Ausländer zuerst in eine Deutschklasse gehen und wenn sie Deutsch kennen, dann kommen sie in die normale Schule. Ich kenne so viele Leute, wo die Kinder in eine Schule gehen und wo nichts weitergeht, weil man nichts lernt, weil die nicht Deutsch kennen. Also die Regierung hat Ihnen gefallen. Was sagen Sie denn zum Ibiza-Video? Sie sind ja einer, der auch schon so manche besoffene Geschichte erlebt hat in seinem Leben. So schauen Sie, es ist die Frage, ich habe vielleicht auch schon hier und da ein Blödsinn gesagt, aber ich wurde nicht belauscht vom Fernsehen. Geheiratet, wenn man das so sagen darf. Was sagen Sie denn zu der Ibiza-Geschichte? Ich glaube, die sagen alle, schau mal, wenn das zu Ende ist und untersucht ist. Nur ich glaube nicht, dass er das, was er gesagt hat, mit einer Untersuchung wegbringt. Und da ist er halt in der Politik schwer tragbar. Also Sie meinen, der kann kein Comeback feiern. Als Wiener Bürgermeister können Sie sich ihn nicht vorstellen. Schauen Sie, er ist einer, der die FPÖ aufgebaut hat, der ein tüchtiger Bursch ist. Und was ihm da eingefallen ist, weiß ich nicht. Oder ist er so unter Drogen gestanden oder in Hypnose, dass er gesagt hat, was die wollten. Also das finden Sie degradant, das finden Sie grauslich. Schauen Sie, ich kann es schwer beurteilen, ich war nicht dabei. Ich kenne nur immer die Sequenzen, die man sieht und was er gesagt hat. Und das ist schlimm, was er gesagt hat. Jetzt haben wir eine Neuwahl. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie gern wieder türkisblau hätten. Oder kann man Sie vielleicht für türkisgrün erwärmen? Oder schauen Sie, türkisrot? Türkisgrün. Der Kurz wird jetzt gehaut und hat nur mehr 35%, was ich in Ihrer Zeitung gelesen habe. Sie lesen es ja jeden Tag in der Früh. Nein, heute in der Früh nicht, weil ich heute Pressekonferenz habe. Sonst bin ich informiert. Und 35% hat der Kurz. Und da gibt es eigentlich nur die Rendi mit 20% oder 22% also so 22% und die FPÖ 21%. Und da geht es nur mit die zwei. Die Grünen haben nicht genug Stimmen und die Türkisen auch nicht. Wobei die Grünen immer wieder die Aussage sagen, der Kurz müsste sich ändern, wann wir mit ihm eine Koalition machen. Da glaube ich, als kleiner Zwerg müssen sich die Grünen ändern, um mit dem Kurz ins Gespräch zu kommen. Es ist halt so. Also Sie sind dafür, dass türkisblau weitergeht? Schauen Sie, das ist jetzt so, derzeit ist Wahlkampf und der Kickl ist beleidigt, zu Recht, weil man seinen Rücktritt wollte, obwohl er in Ibiza gar nicht dabei war. Und der haut halt den Kurz. Und ob der Kurz dann wieder mit der FPÖ in die Regierung geht, das wird man sehen. Aber vielleicht wird er im Nationalrat. Und wenn türkisblau kommt, dann wollen Sie, dass diese Regierung das Rauchverbot wieder zurücknimmt. Das würde ich meinen, weil die FPÖ ist für das. Allen Ernstes meinen Sie, die sollen das wieder. Schauen Sie, das ist jetzt schon im Zweijahrestakt, einmal Rauchverbot, einmal Raucherräume, einmal wieder. Ja. Schauen, ich habe gestern das Gesetz gelesen und da steht im Paragraph 13a, 50 Quadratmeter bis 50 Quadratmeter kann man rauchen, wie man will. Dann in 50 bis 80 kann man sich auch noch überlegen und drüber braucht man Raucherräume und Nichtraucher. Aber ich mir gedacht, wunderbar. Und dann steht im Paragraph 18 Absatz 15 steht drin, Absatz 13a wird aufgehoben ab 1. November. Also das ärgert Sie. Und die alte Regierung soll das wieder einsetzen. Herr Lugner, wollen Sie ÖVP oder FPÖ? Das ist das Wahlgeheimnis, das ich mir weiter behalte. Aber die Christiane Hörbiger, die mögen Sie, nicht? Mit der sind Sie die Christiane Hörbiger hat ja, so wie Sie, in derselben Gegend gewohnt und sie hat mich schon, auch wenn ich mit dem Auto vorbeigefahren bin, angeredet und sie ist eine erfolgreiche Schauspielerfamilie. Also darf ich Ihnen einmal kurz die Christiane Hörbiger vorspielen? Schauen wir kurz rein, was die gesagt hat. Wie waren wir doch froh und glücklich, wie Sie Kanzler geworden sind. Das ganze Land hat sich irgendwie zum Positiven verändert. Es war so eine gute Aufbruchsstimmung. Und wir waren entsetzt, wie die Frau Rendi Wagner, wie die das Misstrauensantrag gestellt hat.
vollkommen verblödet. Ich weiß nicht, da muss der Hass und der Neid so groß sein, dass man so etwas macht. Sie hat damit die ganze Republik in Frage gestellt, beziehungsweise in schlechte Zeiten geführt. Ich hoffe so von Herzen, Sebastian Kurz, dass Sie triumphal zurückkommen werden. Wir wären alle so froh und stolz und glücklich, wenn Sie wieder unser kleines, geliebtes Österreich, mein Heimatland, wieder in Ihre Hände nehmen würden. Und wir werden wieder zurückkommen, ganz sicher. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Hat sie recht? Hat sie recht, die Frau Herbiger? Schauen Sie, ich kann es jetzt nur vergleichen. Die Türkis-Blau haben was weitergebracht. Wir haben ein Nulldefizit, das auch trotzdem die jetzt momentan nicht an der Macht sind, aber sie haben so viel veranlasst, dass es ein Nulldefizit gibt. Und das ist doch einmal was, dass man nicht immer neue Schulden macht. Und der Misstrauensantrag war vertrottelt, wie die Frau Herbiger sagt? Schauen Sie, das ist die Rendi Wagner war natürlich dafür und die Blauen haben natürlich, weil man den Kickl abgesetzt hat, auch dafür gestimmt. Das ist halt Politik und in Vorwahlzeiten... Hat es uns geschadet, dieser Misstrauensantrag? Naja, sicher. Ich würde sagen, wenn die alte Regierung weiter an der Macht geblieben wäre, würde es weiter gut laufen, nehme ich an. Es ist ja nicht schlecht gelaufen. Und alle anderen Konstellationen, Schwarz-Grün und Schwarz-Rot, funktionieren ja nicht. Und Schwarz-Rosa geht nicht. Das sind zu wenig. Richard Lugner als Wutbürger, das heißt, es geht Ihnen dann wieder richtig gut, gesundheitlich. Ja, schauen Sie, ich meine, ich bin einer, der seit 45 wieder ein Österreicher ist. Ich war ja von 38 bis 45 war ich ja deutscher Staatsbürger, automatisch. Ja. Und ich bin ein glühender Österreicher und ich bin dafür, dass so wie 45 die Rot-Schwarzen oder die Schwarz-Roten das Land in die Höhe gebracht haben und nicht gestritten haben, sondern was weitergebracht haben, dass das jetzt wieder die Türkis-Blauen machen und wenn es positiv weitergeht... Ihnen geht es gut gesundheitlich? Frisch verliebt, habe ich gehört. Naja, frisch verliebt? Das ist nicht... Da haben wir eine richtige heiße Story heute. Gar nicht gewusst, dass Sie schon wieder eine neue Love-Story haben. Das ist nicht, das stimmt nicht. Sondern, aber eine neue Dame gibt es an Ihrer Seite. Ja, es gibt eine Dame, die ich seit fast einem Jahr kenne und die ist halt sehr jung und wer die Rogers sagt, das ist nichts für mich. Aha. Und die will noch mit Ihnen oder die will nicht mehr? Ja, sie will schon, aber die Frage ist, man muss ja gemeinsam harmonieren und das muss man sehen, ob das wirklich funktioniert. Das kann ich derzeit noch nicht beurteilen. Das heißt also derzeit nicht und es wird eher so sein, wenn die Rogers sagt, das funktioniert nicht, dass man sie demnächst wieder auf Liebesbirsch erleben. Ist die Frage, oder ich lebe dahin und sage, es ist mir wurscht. Nein, das ist unmöglich, Herr Lugner, das kennen Sie nicht. Ohne Frauen ist der Richard Lugner kein Richard Lugner. Und so wie Sie jetzt beieinander sind, wieder frisch auf die 60 zugehen, da gehört der Frau an ihre Seite. Und wenn ich sie über OE24 und Österreich suchen muss. Also, hat mich gefreut, dass Sie im Studio waren. Danke vielmals. Bitte, danke. Und wie toppe ich jetzt Sie? Ich würde sagen, das geht nur mit Fussi. Rudi Fussi und Andreas Mölzer diskutieren die Innenpolitik und die diskutieren die ein bisschen anders, als das der Richard Lugner jetzt bei uns gemacht hat. Wir sind gleich wieder da mit Fussi gegen Mölzer.